Ich weiß jetzt schon, dass sie gehatet wird von allen Mitstreiterinnen, weil die wird safe bevorzugt, so weil so ist so die Tochter von Chanel so. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Mir hat eine Zuschauerin, Micha Birne, geschrieben, schau dir mal die neuen Kandidatinnen von Germany's Next Topmodel an. Die haben alle ein Zitat drunter stehen. Und da habe ich mir gedacht, da kann ja nur sinnvolles Zeug drunter stehen. Eine kleine Warnung am Anfang. Dieses Video wird wahrscheinlich sehr oberflächlich, aber was soll man sonst erwarten? Es geht um Germany's Next Topmodel. Und ich darf das sowieso, weil ich bin das Topmodel schlechthin. Deswegen spart euch die Kommentare, ja. Ich habe das Recht, die jetzt zu beurteilen. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem ersten Model an. Es ist Caroline. Man weiß ja, dass man relativ hübsch ist. Also entweder man weiß es, dass man relativ hübsch ist, oder man weiß es nicht. Die Shari. Ich habe mich für meine Hautfarbe geschämt. Ich freue mich, da wird das Thema Hautfarbe auch direkt wieder aufgegriffen. So, wir sind hier bei Germany's Next Topmodel, wir sind im deutschen Fernsehen, hier wird alles toleriert. Und ich bin gespannt, ob es auch wieder dieses Jahr einen Transgender gibt, weil man muss ja die Quote aufrechterhalten, dass man eine sehr, sehr tolerante Show ist. So, die Trixie. Oh, Junge. Ich dachte immer so, welcher Mensch heißt Trixie? Aber ja, es gibt anscheinend wirklich welche, die Trixie heißen. Ich bin High Fashion und das weiß ich. Ja, ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich ein super Top-Model bin und deswegen mache ich nicht mit, weil ich weiß, dass ich die Show instant gewinnen würde. So, die würden erst gar nicht mal 50 Folgen raushauen, sondern die würden sagen in der ersten Folge so, Annika, wir brauchen gar keine anderen Mädchen mehr casten, du bist jetzt Top-Model. Ah, ich weiß es halt, dass ich High Fashion bin. Das ist aber auch, genau das ist der Blick. Ich bin High Fashion und das weiß ich. Dich haben sie auch bestimmt nicht genommen, weil du bestimmt auch keine Zicke sein wirst. Und von dir selbst nicht überzeugt. Du bist 17! Mach doch erstmal dein Abitur, Mädchen! Machen wir weiter mit Jennifer. Jennifer sieht sehr verhalten aus. Ihre Aussage ist auch sehr Standard. Victoria's Secret ist ein Traum von mir. Zitat, jedes zweite Model auf der Welt. Da warst du aber kreativ, du. Oh, die hat 10.000 Likes. Die Liz. Die würden alle gern, kennenlernen. Mein Freund ist für mich nach New York gezogen. Oh nein, sie hat einen Freund. Ach, ich bin so High Fashion. Ich wohne in New York und mein Freund ist sogar mitgekommen. Franziska hat auch nicht so viele Likes. Mein Freund habe ich mit 13 kennengelernt. Was haben die denn alle mit ihrem Freund? Die müssen am besten, das ist so, ihr Freund hat denen gesagt, so, ja, du kannst bei Germany's Next Topmodel mitmachen, du musst aber von vornherein sagen, dass du einen Freund hast, weil wehe dich schreibt irgendwer an. Also mein Freund ist für mich nach New York gezogen. Also meinen Freund habe ich mit 13 kennengelernt. Also mein Freund ist schwul. What the Ivana? Mit dem Richtigen ist das Alter egal. Hauptsache, er hat Geld. Ja, das ist so eine richtige Ivana. Die sucht einen Sugar Daddy. Schau sie dir an. Die sucht einen reichen Lollipop, an dem sie licken kann. Die ist Sophia. Wow. Wenn ich den Raum betrete, falle ich auf. Das freut mich für dich. Wenn ich den Raum betrete, rennen alle hinaus. Also zumindest im Kindergarten. Mich hassen kleine Kinder. Ich frage mich aber, warum sie auffallen würde. Die sieht aus wie so ein, ich habe 2 Hasen zu Hause, 5 Pferde im Stall und meine Oma ist mein größter Fan. So, danach sieht sie aus. Aber wenn sie das sagt... Die Soraya. Ich wurde als Junge... Oh, da haben wir den Transgender. Sie wurde als Junge geboren. Woo! Ich sag ja nichts dagegen. Ich finde es ja gut, dass langsam so die Schritte eingeleitet werden, dass Transgender zum Beispiel in die Show aufgenommen werden. Das Einzige, was halt dann super peinlich ist, dass es komplett ausgeschlachtet wird. So. Sie wird ihre komplette Story erzählen. Wie viel wiegt die? Steht es da? Sieht nämlich so aus, als wäre es so ein bisschen nicht dünn genug für Germany's Next Topmodel. Das ist übrigens auch der einzige Grund, warum ich da nicht bin. Ich bin nicht dünn genug. Man sieht leider nicht meine Knochen. Saron, ich bin überhaupt nicht oberflächlich. Das ist genauso, wie wenn du sagst so, ich bin nicht sauer. Nein, es ist nix. Kannst ruhig was mit Elisabeth machen. Ich hab da nichts dagegen, ne? Ich sag nix. Ich bin nicht sauer. Ich bin überhaupt nicht oberflächlich. Die Sally. Oh. Habe ich nicht gerade eben noch den Witz gemacht, so von wegen, mein Freund ist gay? Meinen Freund kennt man als Juicy Gay. Also jetzt dein Freund oder dein bester Freund? Wenn ja, wär's bitter, weil du dann einfach keinen eigenen Fakt raushauen kannst, sondern mit dem Namen von deinem schwulen besten Freund angeben musst. Womit ich nicht mal weiß, ob es angeben ist oder nicht, weil Juicy Gay, wer wird gerne Juicy Gay genannt? Ich will nicht wissen, was der in seiner Freizeit macht. Ein Albino wäre mal was. Wieso gibt es eigentlich keine Albinos bei Germany's Next Topmodel? Das finde ich schon ein bisschen grenzwertig so. Zoe. Oh, jawollo. Hier haben wir einen Schulabbrecher. Ach
so, ja, breche doch einfach mal mit 18 die Schule ab. Und ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren sie die Schule abgebrochen hat. Abitur ist ja auch super stressig so, ne? Wenn man da nebenbei noch ab und zu Fotos machen muss und dann so seine Modelkarriere einschlägt, dann reicht es natürlich nicht. Dann muss man seine Schule abbrechen, ja. Leute, macht euer Abi zu Ende. Das geht so nicht. Und wenn es nur Hauptschule ist. Die ist 16. Die soll erstmal ihre Schule machen. Ich blende euch jetzt ein Bild ein, wie ich mit 16 aussah. Was ist das für ein Name? Katharsina. Schon wieder eine mit 16. Mein Freundeskreis ist älter als ich. Oh, ich gratuliere dir, du bist so cool. Du darfst schon mit den Achtklässlern chillen als Siebtklässlerin. Oh, die Respekt vor dir. Die Gerda. Ma, die hat aber ein Tattoo auf dem Oberschenkel. Oh, die ist 24. Wenn du jetzt während der Show Geburtstag hast, wirst du direkt an deinem Geburtstag rausgeworfen, weil dann bist du halt leider zu alt für Germany's Next Topmodel. Ich fühle mich nicht sehr wohl. Say what? Dann bist du bei Germany's Next Topmodel genau richtig, denn hier brauchst du kein Selbstbewusstsein. Warum geht man denn dann zu Germany's Next Topmodel? Ich bin so unsicher. Ich weiß nicht, wie ich lachen soll, weil dann sieht man meinen kleinen Abbruch am Zahn. Bleib doch zu Hause. Die Bruna. Jorge, mein Freund ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Oh, wow. Und was machst du so in deinem Leben? Ich bin nicht Single, schreib mich bitte nicht an, danke. Also ich esse mal Schnitzel mit Spaghetti. Lecker. Wenn wir schon mal beim Thema sind, schreibt mir doch bitte mal eure ungewöhnlichen Essgewohnheiten. In die Kommentare. Und ich werde das dann bitte mal alles austesten. Meine Freundin isst zum Beispiel gerne Nutella-Brot mit Rührei. Okay, die ist langweilig. Das ist doch ein schlechter Scherz. Ich habe meinen Freund im Club kennengelernt. Nicht über Tinder? Oh Mann, sie hat einen Freund, sie ist vergeben. Oh, ihr seid alle so individuell, ich pack's nicht. Ich führe ein gutes Leben in Starnberg. Meine Lippen sind gemacht, super. Die gehen so tief, die Aussagen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles verarbeiten soll, so, ne? Das ist doch nicht deren ihr Ernst. Da sitzt ein Praktikant und nimmt irgendeinen Satz raus, den sie irgendwann mal im Interview gesagt haben. Das ist ja super peinlich. Sarah hat nicht die klassischen Modelmaße. Oh, hat sie ja wirklich nicht. Und wir haben eine, die überhaupt nicht ins Konzept passt, nicht dünn genug für Germany's Next Topmodel ist, weil wir sind ja so tolerant. Sie wird zwar nicht gewinnen, aber wir nehmen sie mal trotzdem in die Show rein, weil wir sagen wollen, es ist auch okay, nicht auszusehen wie ein Hungerhaken. Ich bin so stolz. Da, die Claudia. Ich lasse meine Augenbrauen sprießen. Man kann richtig sehen, wie sie das auf diesem Foto gesagt hat. Claudia, nenn mir doch mal einen Fakt über dich. Ich lasse meine Augenbrauen sprießen. Victoria hatte Bock, so dazustehen. Man sieht es richtig so. Machst du endlich das Foto? Da kommt da auch noch irgendwie mehr. Keine Ahnung, aber mach. Wow. Mein Papa ist der Geschäftsführer von Chanel. Ach, du bist das. Von dir habe ich schon gehört. Ich freue mich drauf, wie das alles so ablaufen wird. Wie weit die wohl kommen wird und was Heidi dazu sagt. Also das macht gar keinen Unterschied für mich, dass ihr Papa der Geschäftsführer von Chanel ist, so, ne? Also Victoria, du bist zwar eine Runde weiter und du kannst ihm ausrichten, dass der Scheck angekommen ist. Das ist alles objektive Meinung hier von uns. Ja. Das wird so lustig. Ich weiß jetzt schon, dass sie gehatet wird von allen Mitstreiterinnen. Weil die wird safe bevorzugt, so, weil so ist so die Tochter von Chanel so. Ich bin nicht oberflächlich so, aber ich mag die nicht, nee. Oh, wow. Wow! Mädchen Nummer 25, das erwähnt, dass sie nicht Single ist. Mein Mann war beim Schweizer Bachelor. Die Frage ist, war sie dann auch beim Schweizer Bachelor oder nicht? So, Christina. Christina hat nicht mal ein Zitat, aber es wurde hingeschrieben, nach Miss Universe, jetzt Topmodel. Wieso Miss Universe? Ich frage mich immer, wann finden diese Misswahlen überhaupt statt? Kein Schwein bekommt sowas mit. Aber wird immer so ein Ding draus gemacht, wenn du Miss Universe bist. Du bist so toll. So, und kommen wir zur letzten Kandidatin, Valerie. Es hat noch keine gewonnen, die so aussieht wie ich. Wieso hat deine Zwillingsschwester noch nicht bei Germany's Next Topmodel mitgemacht, oder was? Weil es hat bis jetzt nur 11 Gewinnerinnen gegeben. Oder 12? Boah, du, keine Ahnung. Ich schaue ungefähr seit 6 Jahren nicht mehr. Du bist sowas Besonderes. Du siehst so anders aus wie alle anderen. Die sieht so aus, als würde man ihr gerade eben Mathe erklären. Aha. Keine Ahnung, was du redest. Oh mein Gott. Ah, da hat sie es verstanden, okay. Ah! 4 plus 5 sind gar nicht 9. Doch. Ach, Kacke. Da wollte ich einen Witz reißen und ich bin einfach zu klug dafür, dumme Witze zu reißen. Okay.
Jo, das war's. Das war die letzte Kandidatin. Ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das so findet, wenn ich hier an meinem Schreibtisch sitze und direkt irgendwas anschaue. Dann könnt ihr hier noch ein anderes Video von mir angucken. Hier könnt ihr mich abonnieren und hier könnt ihr meinen Zweitkanal abonnieren. Das kommen immer Vlogs von mir online. Und wenn ihr mich abonniert, dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, tschüss.